Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein ganz fantastisches Brot nach Großmutters Art mit Leinsamen und wie du da jetzt selber schnellstmöglichst vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Du benötigst für dieses relativ schnell herzustellende Brot 600 Gramm Weizenmehl Typ 550. Dort gibst du nun 1 Teelöffel Zuckerrohr oder auch weißen Zucker und 12 Gramm Salz. Meines ist ohne Rieselhilfe, deswegen klebt das immer ein wenig. Nun kommen noch ein flacher Esslöffel Leinsamen, geschrotet und ungeschrotet. Vermische alles miteinander und mach dir eine Kuhle. Dort gibst du 7 Gramm Trockenhefe oder einen halben Würfel frische Hefe. Dann kommt unter stetigem Rühren 380 Milliliter lauwarmes Wasser hinein und verrühre natürlich weiter, bis das Wasser mit dem Mehl so weit gebunden ist. Und dann gibt es nochmal Handarbeit, knete den Teig, bis es keine trockenen Stellen mehr gibt. Zu guter Letzt kommen noch 2 Esslöffel Olivenöl auf den Teig und dann arbeite das Öl in deinen Teig ein wenig hinein. Der gesamte Vorgang dauert nicht allzu lange und dann kannst du ihn auch schon abdecken, deinen Teig. Und lass ihn an einem warmen Ort für ungefähr 1 Stunde ruhen und der Hefe ihre Arbeit tun. Nach der Stunde kannst du sehen, wie wunderbar der Teig aufgegangen ist und er riecht herrlich nach frischer Hefe und ist auch bereit für die weitere Verarbeitung. Bemehle dafür deine Arbeitsfläche ein wenig und gebe natürlich deinen Teig darauf. Bemehle deinen Teig noch ein wenig von oben und dann drücke ihn ein wenig flach und lege und falte den Teig ungefähr 10 Mal, bis er ordentlich auf Spannung ist. Dann kannst du dir eine wunderbare Teigkugel drehen und dir deinen sogenannten Teigling formen. Dann bemehle dein Backpapier und lege den Teigling darauf. Anschließend gebe noch etwas Mehl auf den Teigling drauf und streiche den Teigling ruhig ein bisschen zärtlich mit dem Mehl ein. Und um die Aufbruchskante festzulegen, schneide den Teigling quer ein. Dann lasse ihn in der sogenannten Stockgare für 30 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit heize deinen Backofen auf 250 Grad mit deinem Backtopf vor. Nachdem der Backofen vorgeheizt und dein Teigling gut aufgegangen ist, kannst du nun deinen Topf oder den Bräter aus dem Backofen holen. Und dann kommt der Teigling auch schon hinein. Sogleich kommt natürlich der Deckel wieder oben drauf. Gebe den Bräter in den Backofen, reduziere dabei die Temperatur auf 200 Grad und lasse ihn für 30 Minuten mit Deckel und 20 Minuten ohne Deckel knusprig ausbacken. Und nach einer Backzeit von insgesamt 55 Minuten kommt das Brot wohlig duftend aus dem Backofen. Führe im Anschluss gleich die Klopfprobe durch. Es sollte sich hohl anhören, denn nur dann ist das Brot auch wirklich durch und fertig gebacken.
Nun lass es einfach auf einem Gitterrost auskühlen, weil wir wollen die Feuchtigkeit im Brot und nicht, dass es entweicht. Umso länger ist das Brot auch haltbar und frisch. Und hört euch mal an, wie wahnsinnig knusprig das wieder geworden ist. Nach nun 1 bis 2 Stunden ist das Brot soweit ausgekühlt und kann endlich angeschnitten werden. Nicht nur knusprig, sondern mit einer ungemein flaumigen Krume kommt das Brot daher. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur viel Spaß beim Nachbacken, einen wunderbaren guten Appetit, lasst es euch gut gehen, bis demnächst, pfiat's euch!